Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How To. In dieser Folge geht es um das Thema E-Bike-Leasing. Besonders interessant für diejenigen unter euch, die ein Top-Produkt haben möchten und gleichzeitig einen vollen Rundum-Service genießen möchten. Wir treffen uns heute mit Leasing-Anbietern direkt vor Ort. Wenn ihr alle Vorteile wissen möchtet und Expertenwissen aus erster Hand haben möchtet, kommt direkt mit. Der erste Schritt ist natürlich die Auswahl des perfekten E-Bikes und hier können wir glänzen. Wir haben eigentlich für jeden was im Angebot, sei es jetzt Allroad-E-Bikes, Tracking-E-Bikes oder City-E-Bikes, jeder wird fündig. Wo findest du unsere E-Bikes? Einerseits auf der Website, wo wir unseren Produktberater haben, du kannst natürlich aber auch direkt zum Fachhändler gehen und vor Ort dir unsere E-Bikes anschauen. Oder du kommst sogar hier vorbei in unsere Brandworld in Cloppenburg. Zusätzlich ist es natürlich immer interessant, über welche Leasing-Anbieter man Kalkoff E-Bikes leasen kann. Wir blenden hier mal eine Liste ein und schicken dir weitere Infos zu. So, auf geht's, ich bin bereit. 30 Minuten entspannte Fahrt. Heute sind wir bei Leasebike und haben die Chance, mit den richtigen Experten zu sprechen. Wir treffen gleich Valentin. Lass uns mal schauen, was er uns zu erzählen hat. Moin Valentin. Hi Tim. Cool, dass du dir die Zeit nimmst, einmal fürs Interview. Du arbeitest ja beim Leasinganbieter Leasebike. Vielleicht magst du dich im ersten Schritt einmal kurz vorstellen und erklären, was du hier genau machst. Klar, also auch nochmal für alle, ich bin Valentin. Bin jetzt seit einem Jahr bei Leasebike und arbeite im Contract Management, nennt sich unter anderem bei uns auch Remarketing. Und wir bearbeiten die sogenannten Störfälle, so nennen die sich. Was passiert, wenn ich jetzt einen Arbeitgeber wechsle, in Elternzeit gehe oder unter anderem ins Krankengeld falle. Ne? Valentin, wenn ich den E-Bike-Leasing-Prozess richtig verstehe, haben wir ja unterschiedliche Interessengruppen. Da sehe ich einmal den Händler, den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer und alle müssen für sich irgendwie einen Vorteil rausschöpfen, sonst wird es langfristig nicht funktionieren. Kannst du uns da einmal mitnehmen und erklären, was die einzelnen Interessensgruppen denn für Vorteile haben? Gerne. Fangen wir da auch erstmal beim Nutzer oder dem Arbeitnehmer mit an. Der Arbeitnehmer hat da unter anderem dann auch durch diese Möglichkeit gegenüber dem Direktkauf dann auch eine Ersparnis bis zu 40%, hat eine freie Markenwahl zwischen den Fachhandlungen, genauso wie auch mit den über 6000 Fachhändlern, wo wir auch mit zusammenarbeiten, da auch die Möglichkeit zwischen mit auszuwählen, das dann auch deutschlandweit, hat einen komplett freien digitalen Bestellprozess, der dann auch so reibungslos mitläuft und dann auch das sorgenfreie Leasing durch das Rundumschutzpaket. Gehen wir dann gerne einmal auf den Arbeitgeber zu. Er unter anderem, oder verallgemeinern wir es, er hat es in diesem Fall kostenfrei, aus dem Grund, weil die Entgeltumwandlung es ermöglicht, diese Abrechnungen direkt mit dem Arbeitnehmer zu tätigen. Und mittlerweile ist es da auch zu den heutigen Zeiten, würde ich mal jetzt so persönlich sagen, so, dass das Dienstradleasing doch schon eher bekannter wird und auch ein Benefit für viele Arbeitnehmer auch ist und ein unter anderem Entscheidungskriterium. Und der Händler, was spielt der da für eine Rolle? Ja, da kommen wir jetzt auch noch zu. Der Händler selber, ihm werden natürlich sonst da auch generell zusätzliche Umsätze mit ermöglicht, hat dann eine gewisse Kundenbindung auch selber mit dem Kunden, weil der Kunde sich entsprechend oder der Nutzer, der Arbeitnehmer mit dem Fachhändler in Verbindung setzen muss, um ein Rad auszuwählen. Und das läuft dann entsprechend darüber auch mit ab. Die drei haben wir abgefrühstückt. Ich stelle mir jetzt vor, ich habe mein Traumrad gefunden, möchte es unbedingt leasen. Wie funktioniert das Ganze? Also von der Auswahl des Rads bis hin zur Übernahme oder eventuell, wenn ich es zurückgeben möchte, auch bis dahin. Kannst du uns da einmal erklären, wie das Ganze funktioniert? Fangen wir da auch bei einem Punkt vorher mit an, weil der Mitarbeiter sich auch einmal mit registrieren muss, diesen Bestellprozess so auch mit durchläuft. Das heißt, nachdem er sich da auch registriert hat, wird ein gewisser Bestellcode generiert. Mit diesem geht er dann einmal zum Fachhändler, gibt diesen mit ab. Der Fachhändler kann sich dann um die Eingabe mit kümmern, nachdem dann entsprechend das Rad auch mit ausgewählt worden ist. Und so durchläuft es dann auch noch ein paar weitere Prozesse, genauso wie auch mit dem Überlassungsvertrag, wo dann dieser Vertrag einmal vereinheitlicht für den Mitarbeiter noch da ist. Die weiteren Prozesse werden durchlaufen. Es wird ein Abholcode mit generiert. Das heißt, entsprechend kann dann auch der Fachhändler das dann in diesem Sinne abholen. Das heißt, der Vertrag kommt da auch vollständig mit zustande, durchläuft seine regulären 36 Monate und wir kommen zum Leasingende mit an. Wie durchläuft das Ganze denn auch seinen weiteren Prozess? Wir verschicken da auch 3 Monate vorher ein Ablöseangebot. Das heißt, wir stellen da auch den Arbeitnehmer einmal die Möglichkeit dar,
das Rad auch mit zu übernehmen. Sollte es dann doch nicht zur Übernahme kommen und entsprechend zur Rückgabe, würden wir diese auch mit beauftragen. Da wird das dann auch von uns mit beauftragt, mit übernommen und entsprechend mit einer Spedition abgewickelt. Valentin, ich kann mir vorstellen, gerade wenn man den Prozess zum ersten Mal macht, dass es da vielleicht kleine Hindernisse gibt, weil der Prozess nicht ganz so einfach zu verstehen ist oder ein bisschen komplex wirkt. Wie nehmt ihr denn Arbeitgeber und Arbeitnehmer an die Hand? Gibt es da von eurer Seite Unterstützung? Ja, also wir gehen da auch genauso, sind die Fachhändler ebenfalls mit involviert, dann auch von Anfang bis zum Ende mit den entsprechenden Beteiligten auch durch diesen gesamten Prozess, nehmen sie mit an die Hand und haben auch für die entsprechenden verschiedenen Fachabteilungen dann auch jeweils einen persönlichen Ansprechpartner für gewisse Rückfragen oder etwas dergleichen und bieten da auch stets unseren Service mit an, wo wir auch 2024 mit qualifiziert worden sind und das gerne auch weiterhin beibehalten möchten. Also ein rundum sorglos Paket, wenn man so will. Genau, so kann man sich vorstellen. Cool. Valentin, vielen Dank für die ganzen Infos, Weltklasse, das hat schon mal sehr geholfen. Ich habe zu danken, Tim. Richtig cooles Konzept, was Liese Bike da fährt. Mich hat es vollständig überzeugt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder Details benötigt, schaut einfach mal hier unten in der Videobeschreibung. Für mich persönlich immer noch mal ganz wichtig zu sagen, wenn ihr in Kalkow fahrt, pflegt das Ganze, um möglichst langfristig davon auch was zu haben. Alle Infos zur Pflege findet ihr hier. Oder auch, wenn ihr eure neue E-Bike-Tour plant und die Sonne ein bisschen genießen möchtet, schaut einfach mal hier nach. Für mich heißt es auch, ab auf die Straße, bis zum nächsten Mal. Ciao!